Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist der 11. Februar 2024. Ich habe hier nicht weit von meinem Wohnhaus eine nette Sitzbank gefunden, umgeben vom Schnee. Man kann hier gemütlich sitzen und Videos drehen. Ja, heute möchte ich Ihnen auch was erzählen. Etwa vor einem Jahr, ja im vorigen Jahr besser gesagt, habe ich eine Umfrage auf meinem YouTube-Kanal ausgerufen mit der Frage, welche Stadt Sibiriens Sie besonders interessiert. Und Novosibirsk war damals an erster Stelle, Irkutsk an der zweiten, Krasnojarsk an der dritten und Ulan-Ude war die letzte Stadt in der Umfrage. Ja. Und gestern habe ich noch eine Umfrage mit derselben Frage ausgerufen und das Ergebnis war das gleiche. Novosibirsk interessiert Sie am meisten, Irkutsk ist an der zweiten Stelle. Ja, das sind gerade diese zwei Städte, die ich oft besuche. Und auf meinem Kanal gibt es auch die meisten Videos gerade von diesen zwei Städten, weil ich diese Städte besuche und dort auf Dauer lebe. Ja, momentan halte ich mich immer noch in Novosibirsk auf. Hierher bin ich Anfang November gekommen von Krasnojarsk. Dort war ich 2 Monate lang bei meinem Bruder Ivan zu Besuch. Ja, und denke mal, bleibe ich hier noch bis Mai. Ja, das heißt, ich will hier überwintern. Der Winter ist bald vorbei, aber den Sommer will ich in Irkutsk am Baikalsee verbringen. Das heißt, im Mai, denke ich, ziehe ich zurück nach Irkutsk. So ist mein Plan. Hoffentlich klappt es damit. Mal schauen, bin gespannt, was kommt. Das ist nur ein Plan, den ich heute mit Ihnen teilen möchte. Und was noch kann ich Ihnen erzählen? Ja, gestern war es bei uns plus 4 Grad Celsius. Ja, der Schnee war getaut, aber heute haben wir minus 15 Grad Celsius. Überall das Glatteis. Man muss beim Gehen aufpassen. Besonders die älteren Menschen haben es schwer, dabei zu gehen. Also man muss sehr langsam gehen. Ich gehe jetzt spazieren gehen durch den Stadtteil, wo ich wohne. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen noch einen Bezirk nicht weit von mir, wo ich wohne. Und vor kurzem habe ich noch ein Video veröffentlicht, in dem ich über ein Grundstück am Baikalsee erzählt. Soweit ich verstanden habe, interessieren Sie solche Videos. Das Video ist bei Ihnen gut angekommen und ich werde solche Videos weiterdrehen, wenn ich interessante Angebote mit dem Holzhaus oder mit dem Grundstück finde, dann mache ich ein Video davon, kein Problem von mir. Und in Sibirien gibt es viele Städte, aber ich besuche nur, auf Dauer bleibe ich in Irkutsk, Novosibirsk, manchmal besuche ich noch Krasnojarsk, dort lebt mein Bruder. Und noch seltener besuche ich Ulan-Ude. Diese Stadt liegt nicht weit von Irkutsk, aber ich bin dort sehr selten unterwegs. Bei Gelegenheit natürlich fahre ich gerne hin, weil die Stadt nicht weit von Irkutsk liegt. Mit dem Zug dauert die Fahrt bis dahin nur etwa 7 Stunden. Aber die Zugfahrt entlang des Baikalsees ist am schönsten, wahrscheinlich die schönste Strecke auf der Transsib, so ist meine Meinung. Außerdem habe ich vor kurzem auf meinem Kanal die Sponsorschaft eingerichtet. Das heißt, einige Videos werden nur für die Sponsoren zugänglich sein. Den Link auf die Sponsorschaft finden Sie unten unter diesem Video. Und einige Videos werden nur für die Sponsoren zugänglich bleiben, aber nur ein kleiner Teil der Videos, die dort veröffentlicht sein werden, werden dann später für alle zugänglich sein. Mit der Zeit, etwa nach einem Monat wahrscheinlich. So ist mein Plan. Aber die Videos aus meinem Privatleben bleiben nur für die Sponsoren zugänglich sein. So ist mein Vorschlag für Sie, für den Fall, wenn Sie ein Interesse dafür finden. Und gestern war der 10. Februar, das heißt, die Chinesen feiern jetzt eine Woche lang das Neujahr nach dem Mondkalender. Die Mongolen machen auch mit.
Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber die Mongolei interessiert mich sehr. Ich war in der Mongolei schon etwa 5-mal und werde wieder hinfahren. Das Land interessiert mich. Ja, so eine Reise in die Mongolei kann ich mir noch leisten. Und ich habe dort Freunde, die ich besuchen kann. Und ich empfehle Ihnen auch dieses Land als Urlaubsziel. Soweit ich weiß, gibt es direkte Flüge von Frankfurt nach Ulaanbaatar. Und dann kann man von Ulaanbaatar aus mit dem Zug nach Irkutsk fahren. Und bei den Mongolen heißt diese Zeitperiode der weiße Monat. Ja, so nennen sie diese Zeit nach dem Mondkalender. Und sie feiern auch ausgiebig dieses Neujahr. Und wenn Sie ein Interesse für Russland haben, dann kann man von Frankfurt nach Ulaanbaatar fliegen. Man kann in der Mongolei 3-4 Tage verbringen und dann kann man in den Zug einsteigen nach Irkutsk zum Baikalsee als Variante und dann zurück nach Ulaanbaatar und von dort aus kann man dann zurück nach Deutschland fliegen. So wäre mein Vorschlag für Sie. Ja, und momentan gibt es für Russland ein elektronisches Visum, das wissen Sie wahrscheinlich, ja. Und man kann es online beantragen und das Visum gilt für 16 Tage innerhalb von 60 Tagen. Das heißt, es gibt großen Spielraum, wann Sie einreisen dürfen. Man kann im Voraus die Reise sehr gut planen. Ja, das erzähle ich Ihnen für den Fall, wenn Sie schon jetzt Ihren Urlaub für den kommenden Sommer planen. Wahrscheinlich ist diese Informationen auch interessant. Jetzt will ich weitergehen, zeige Ihnen den Stadtteil nicht weit von mir, zeige dort das Alltag, wie die Menschen hier so leben. Also bleiben Sie bitte dran. Bis später.